Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi Störungsbeseitigung. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium. Kurzwaffe oder Langwaffe, Störungen können überall vorkommen. Die Störungen bei der Pistole gibt es ein paar Standard- oder Basic-Störungen, die man häufig hat oder die häufig vorkommen. Zeig uns einmal, was es für welche sind und wie man sie beseitigen kann. Wir gehen mal zur Seite, dann kannst du hier schön walten und schalten. Alles klar. Okay, also wir haben die grundsätzliche Störung 1, 2, 3, 4. 1 ist Tap Rack. Ich sage kein Bang dahinter, weil eventuell müssen wir die Störung beseitigen, da passiert gar nichts. 2 ist bei mir Double Feed, 3 Stovepipe und 4 Out of Battery. Ich habe jetzt ein vorbereitetes Magazin. Dort sind ein paar Dummies drin. Stand by. 4. 3. 5. 6. Gut, ihr habt gerade gesehen, man verliert nicht viel Zeit. Die Waffe funktioniert nicht, sie ist geschlossen. Immer wenn die Waffe geschlossen ist, ihr hört vielleicht im Feuerkampf oder im High-Stress, im Wettkampf gar nicht den Klick, ihr spürt ihn vielleicht gar nicht. Grobmotorik im High-Stress. Egal. Immer wenn die Waffe geschlossen ist, machen wir Tap Rack. Muss dann eine Sache zu sagen. Und zwar, ich nehme jetzt das leere Magazin und lade mal durch. Im Allgemeinen bleibt er ja offen. Wenn ich jetzt einen kleinen Mini-Fehler mache, ich habe jetzt eben meinen Daumen auf den Verschlussfanghebel gehabt. Wenn mir das also passiert, wird der Verschluss nicht offen bleiben. Aber auch hier, wenn ihr diese Art Tap Rack macht, Tap Rack, dann wird der Verschluss hinten sein. Ihr seht, ich arbeite hier in der Arbeitshöhe. In dem Augenblick ist der Daumen so weit weg vom Verschlussfanghebel, kann das nicht mehr passieren. So, und dann würdet ihr einfach nachladen und abarbeiten. Na, das heißt, völlig egal, warum. Wenn die Waffe geschlossen ist und nicht funktioniert, Tap Rack. Gibt eine Ausnahme, aber die will ich jetzt gar nicht ansprechen. Perfekt. Gut. Fragen zur Störung 1? Nein. Störung 2, Double Feed. Double Feed, doppelte Zuführung. Ich habe jetzt gerade eine Patrone geladen ins Patronenlager. Die nächste Patrone ist zugeführt. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Argumente, warum man das macht oder warum man es nicht macht. Standby. Hep, abkrümmen. Ganz kurz identifizieren. Hier jetzt eine Möglichkeit. Ich drücke auf den Verschlussfanghebel und wenn ich jetzt ziehe, fällt er runter. 1, 2, 3. Ich lade fertig und bekämpfe das Spiel. Eine gute Möglichkeit. Der Nachteil ist, meine Munition ist jetzt da unten. Wenn ich nur ein Magazin habe, im Wettkampf das letzte Magazin, habe ich jetzt gar nichts mehr. Muss ich mich bücken, jetzt ist das alles sandig, ist sie weg. Also, ist das richtig? Ja. Ist das für jede Situation richtig? Nein. Zweite Möglichkeit. Und nur die beiden werde ich jetzt auch zeigen. Standby. Hep, abkrümmen, identifizieren. Mit Gewalt Magazin raus. 1, 2, 3. Fertig laden. Treffen. Auch schnell, wenn man es genau nimmt. Ein bisschen mehr Feinmotorik. Magazin gar nicht wegstecken. So wie wir es ja beim Entladen schon gesehen haben. Einfach wegstecken, dann könnt ihr halt, oder festhalten. Könnt ihr schnell repetieren. Selbst wenn jetzt hier die Hand zu weit vorne ist, dadurch, dass ihr dreimal repetiert, wird auf jeden Fall dann die Patrone rausfliegen, nach unten, wie auch immer. Wir wissen bei der Störung 1, Power Rack hat eine ganz große Gefahr. Wenn ihr die Hand zu weit nach vorne nehmt und das war ein Versager, habt ihr euch gleich die nächste Störung eingebaut. Könnt ihr euch das so vorstellen? Ja. Brauche ich nicht zeigen, ne? Gut, nächste Sache,
Stovepipe. Eine Stovepipe, Sache noch zum Double Feed. Ja. Das mit dem Magazin jetzt sparen ist eine gute Sache, finde ich. Also, dass man es nicht runterschmeißt. Aber natürlich kann auch das Magazin die Ursache für den Double das Feed ist sein. richtig. Muss man auch bedenken, denke Ja, ich. Ne? aber auch da ist das ja einfach. Ihr habt das Magazin erstmal hin, ihr nehmt ein neues Magazin rein, Ja. steckt danach das weg. Genau. Ja. Ihr könnt es auch gleich wegstecken. Ja. Also das ist wirklich so ein bisschen Geschmackssache. Man muss es sich überlegen. Genau. Ja. Okay. Sinn macht immer, trainiert erstmal eine Methode komplett Ja. aus. Und wenn ihr diese eine Methode wirklich sicher könnt, dann könnt ihr die nächste Methode probieren. Na? Also was überhaupt nichts bringt, wenn jetzt 5 verschiedene Sachen mal so gemixt, dann wird nichts im Unterbewusstsein landen, es wird auch nichts in der Muskelerinnerung bleiben. Ihr habt es halt mal gemacht. Heißt, es wird nicht stressfähig sein. Gut, Stovepipe. Stovepipe kann so aussehen, kann auch so aussehen. Wenn ihr dieselbe einmal, passt auf, dass ihr nicht sweept, nicht vor der Mündung. Standby. Hep, abkrümmen, nichts passiert. Identifizieren, kurz wegschlagen. Ich zeige es nochmal. In der Tat, für die Masse ist die größte Schwierigkeit, die Störung einzubauen. Ja, also für viele ist das ein Riesenproblem. Dann fangen sie an, mit der Waffe rumzufuchteln. Links von mir steht jetzt keiner. Jetzt stellt euch vor, wir sind in der Gruppe. Und jetzt zeigt dann die Mündung da nach links. Da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr nicht sweept. Das Einfachste ist, ihr nehmt in eure Schießhand einmal rum. Okay? Standby. Hep, abkrümmen, identifizieren, nichts passiert. Kurz wegschlagen und treffen. Ihr seht, für diese Waffe ist das sehr, sehr einfach. Jetzt nehmen wir mal eine Optik dazu. So, wenn wir mit der Optik arbeiten, ist alles ein bisschen schwerer, ne, weil wir natürlich nicht so leicht auswerfen können. Ne? Es ist schwierig, jetzt hier gegenzuschlagen. Es könnte sein, dass wir die Optik zerstören oder zerkratzen, wie auch immer. Standby. Hep, abkrümmen, nichts passiert. Identifizieren, da geht er einfach seitlich ran. Schlagt sie raus und dann abarbeiten. Also auch kein Problem. Geht ran, ohne zu sweepen, schlagt sie seitlich raus, an der Optik vorbei und dann habt ihr kein Problem. Gut. Störung 4. Bei der Störung 4 nicht verriegelter Verschluss. Ganz, ganz selten haben wir das, wenn die Waffe, wenn die Auszieherkralle jetzt greift, dass wir das jetzt hier so simulieren können. Ne? Das passiert so im Allgemeinen nicht. Was in Wirklichkeit passiert ist, ne, nochmal, ihr seht jetzt, die Waffe war fertig geladen. Ihr könnt das sich einfach zurückziehen und hoffen, dass das funktioniert. Ne? Die Federspannung ist so stark, dass es nach vorne gedrückt wird. Das kann passieren. Ne? Ihr seht das manchmal, dass welche bei der Ladekontrolle hinten gegenschlagen. Ne? Wenn sie also stark verschmutzt ist, kann das sein, dass ihr bei der Ladekontrolle, dass sie nicht verriegelt. Deswegen schlagen einige immer gegen. Das ist auch nicht verkehrt. Speziell, wenn man seine eigene Waffe kennt. Wenn ihr sicher trainieren wollt, entladen, Patrone ins Patronenlager, vorsichtig Verschluss nach vorne, vorsichtig Magazin rein. So, jetzt seht ihr, durch die Auszieherkralle wird die Waffe offen gehalten. Standby. Hep, abkrümmen, nichts passiert, identifizieren, kurz zumachen, vorbereiten. Standby. Hep. So, ich sage immer vorsichtig Verschluss nach vorne, vorsichtig Magazin rein. Wenn ihr jetzt nicht vorsichtig das Magazin reinmacht, ich hoffe, das passiert jetzt. Wenn ich jetzt reinschlage,
dann wird jetzt der Verschluss schließen. Aber jetzt die Schlussfolgerung, nur weil das jetzt hier auf der Schießbahn passiert, dass das draußen passiert, könnt ihr nicht von ausgehen. Das kann ja 1000 andere Gründe haben, warum wir es haben, diese Störung. Na? Geht immer auf Nummer sicher, schlagt von hinten gegen, selbst wenn da ein bisschen Stoff drin ist, kann es sein, dass es nicht verriegelt ist, dann zerquetscht ihr den Stoff und dann kriegt ihr euren Schuss hin. Geht da auf Nummer sicher, selbst wenn das jetzt hier beim starken Einführen wieder verriegelt, geht nicht davon aus, dass es dann auch im Einsatz passiert oder auf dem Wettkampf. Auch hier wäre Tap Break Bang als Störungsbeseitigung sinnvoll, aber man würde halt eine Patrone verlieren. Nein. Und Zeit, nicht? Nein. Wenn ihr jetzt Tap Rack Bang macht, erzeugt ihr nur einen Double Feed. Soll ich das mal kurz zeigen? Mach mal. Weil in dem Moment, wo du jetzt von unten her, du tappst ja zuerst. Ja. Bin ich gespannt. Nochmal. Der Grund jetzt ist, dass da irgendwas zwischenhängt, ein bisschen Sand oder so. Das heißt, hier wird nichts passieren. Ja. Wenn ihr jetzt lädt, habt ihr einen Double Feed. Okay. Deswegen auf keinen Fall bei Störung 4 Tap Rack. Dann habt ihr gleich die Störung, die am längsten Zeit benötigt zur Beseitigung. Also Störung 4 auf keinen Fall Tap Rack. Okay. Sagen ja einige, macht immer Tap Rack. Nein, macht das nicht. Bei der Störung 4 habt ihr gerade gesehen, ich brauche 1,5 Sekunden ungefähr und dann bin ich wieder feuerbereit. Ich brauche nur schließen. Da ist eine Hülse. Ihr braucht 1,5 Sekunden kurz wegschlagen und dann seid ihr wieder im Rennen. Aber Double Feed dauert lange. Ja. Mit Gewalt raus. 1, 2, 3. Fertig laden und jetzt seid ihr erst feuerbereit. Ne? Deswegen nicht machen. Einmal identifizieren. Ihr habt jetzt 1 Sekunde, die ihr investiert für das Identifizieren. Die Waffe ist geschlossen, Tap Rack. Da ist jetzt ein Wooling drin, 2 Patronen, wie auch immer, Störung 2. Ihr seht, dass da eine Hülse rauskommt, Hülse weg. Ihr seht, ist nicht zumachen. Also da ist überhaupt nichts bei. Check. Okay. Leuchtet ein. Schön erklärt. Gut. Braucht man nichts weiter zu sagen. Klasse. Ja, damit könnt ihr jetzt selber auch eure Störungen beseitigen. Wie gesagt, diese Videos hier ersetzen keine Ausbildung, keine Schulung. Übt das, trainiert das, besucht Kurse. Das ist hier nur zur Demonstration, zur Unterhaltung und um euch vielleicht auf einen Kurs vorzubereiten, dass ihr es mal gesehen habt und schon mal wisst, was auf euch zukommt. Mehr gibt es nicht zu sagen, denke ich. Von daher, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Schaut bitte auch in die Videobeschreibung. Am Anfang und Ende des Videos ebenfalls sind alle Sponsoren dieser Serie eingeblendet. Die machen hier diese Sache überhaupt möglich. Unterstützt diese. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.